Hallo meine Lieben, letzte Woche hatte ich euch ja ein Scrapbook gezeigt, wo ich selber das Motivpapier gemacht hatte und ich hatte euch da auch gefragt, ob ihr da Interesse habt, mal zu sehen, wie das mit Adobe Illustrator funktioniert. Und da kam durchaus einiges an Feedback, dass ihr das gerne sehen wollt und deshalb gucken wir uns das heute an. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja letztes Wochenende gezeigt, wie ich so ein Scrapbook mache und da auch, wie ich mit dem Designpapier arbeite und vor allem, dass ich das eben auch selber erstelle quasi und das dann ausdrucke. Und da hatte ich euch die Frage gestellt, ob ihr gerne wissen möchtet, wie ich das mit dem Adobe Illustrator mache. Und genau darum geht es in diesem Tutorial. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie ich die Bilder auf freepik.com hole und die dann mit dem Adobe Illustrator bearbeite, damit ich schlussendlich ein Designpapier habe, aber dann auch die Sticker dazu. Und genau damit starten wir jetzt. Kommen wir zum ersten Thema und das ist freepik.com. Und zwar habe ich da eine Lizenz und der Unterschied ist, dass wenn ihr, die Free Version gibt es auch, da habt ihr tausende von freien Resources, aber mit den Premium habt ihr wirklich über 3 Millionen Premium Vectors, ihr habt Premium Stock Photos, ihr habt Premium PSD Files, No Attribution Required, das zeige ich euch gleich, was damit gemeint ist. Vor allem wichtig hier eine Unlimited Download, weil ich glaube beim Free sind es 3 Bilder pro Tag oder sowas, die man runterladen kann. Und Priority Support und No Ads ist alles mit der Premium Version mit dabei. Und die kostet euch, wenn ihr das auf 12 Monate macht, 7,49 € pro Monat. Das heißt, wenn ihr das für ein Jahr löst, dann seid ihr bei 89,99 € für die 12 Monate. Jetzt, was meine ich mit diesem No Attribution Required? Wenn ihr hier auf der Seite ganz runter scrollt, habt ihr die erste Frage hier schon. Wie kann ich die Bilder, die ich heruntergeladen habe, verwenden, um für Kundenarbeiten zu machen? Und wenn ihr da auf Read More geht, dann habt ihr hier, wenn ihr das durchlesen würdet, dann würden sie euch sagen, die Bilder dürfen nie der primäre Content sein, sondern immer nur das Secondary Element. Und wenn wir uns das angucken, was meinen sie damit? Einmal die Attribution ist ganz einfach. Ihr müsstet bei jedem Design, was ihr macht, müsstet ihr hier unten Design bei freepik.com hinzufügen. Das sind, wenn ihr die Free Version habt. Und das fällt eben weg, wenn ihr ein Abo habt. Das andere ist Main Element wäre, wenn ihr das ganz einfach nehmen würdet und das als Hauptbild, zum Beispiel auf einem Shirt oder was auch immer, ihr das drauf machen würdet, das wäre ein primäres Element und sowas dürft ihr nicht machen. Und vielleicht, ich habe es gar nicht gesagt, wir reden hier von Sachen, die ihr verkaufen würdet. Natürlich könnt ihr die Bilder für euren Eigengebrauch wunderbar verwenden. Also das Designpapier zum Beispiel, was ich mache, ich verkaufe da nichts mit. Das ist wirklich nur für meinen persönlichen Gebrauch und deshalb kann ich die Bilder so verwenden, wie ich das gerne möchte. Hier sprechen wir davon, wenn ihr plant, irgendwas zu verkaufen und wie ihr da die Bilder verwenden könnt. Das heißt, hier als primäres Element geht nicht. Auch so, wenn ihr hier nur Teile des Elementes verändert, wie hier der Schriftzug, aber das Design-Element so stehen lasst, und einfach ein paar Punkte drum macht, das ist trotzdem immer noch das primäre Element. Das geht nicht.
Sekundäres Element wäre hier zum Beispiel, ne, ich habe einen Schriftzug, ich habe einen Strand gemalt und da ist dieser kleine Krebs ist da ganz einfach auf der Insel drauf. Sowas würde funktionieren. Das sind so Beispiele, da seht ihr, für was ihr es verwenden könnt oder nicht. Wie gesagt, ihr könnt es für euren Eigengebrauch, könnt ihr das wunderbar verwenden, aber eben nicht Sachen damit verkaufen. Dann kann ich hier zum Beispiel eben auf diesen Designer gehen, von dem, was ich euch mit dem Scrapbook gezeigt habe und kann mir hier den Content einfach angucken. Und ihr seht dann, da sind tatsächlich sage und schreibe 96 Seiten mit solchen Elementen. Und ich bin da ganz einfach hingegangen und habe mir geguckt, was ich machen möchte. Ich nehme jetzt diesmal nicht den Vogel, sondern ich nehme diesen Hund hier, weil von dem hat es auch ein paar und ich finde den super süß. Und da bin ich einfach durchgegangen und habe mir geguckt, welche Elemente da dazu passen. Das heißt, ich habe dann den hier genommen. Das heißt, ich bin draufgegangen. Und das Schöne, wenn ihr das lizenziert habt, könnt ihr hier auf Collect gehen. Und dann könnt ihr sagen, zu welcher Kollektion soll es das euch hinzufügen. Oder ihr könnt auch eine neue Kollektion erstellen. Ich habe das Element schon markiert, deshalb ist es bei mir hier bei Funny Dog drin. Und ich gucke da jeweils, dass ich so 6 Elemente habe von dem. Das heißt, ich habe hier eines, dann gehe ich wieder zurück und suche da einfach ein bisschen weiter. Und ihr müsst auch nicht jedes Mal in dieses Submenü rein, sondern wenn ich hier bin, kann ich auch einfach sagen, hier, ne, Collect und das dann auswählen. Und wenn ich schließe, bin ich wieder zurück auf der Übersicht. Das heißt, ich suche mir so einzelne Elemente, wo ich finde, das passt zu diesem Paket dazu. Und was ich dann auch noch suche, ist so ein Pattern. Das ist jetzt mit der Avocado, das sind relativ kräftige Farben. Ich suche da ein bisschen was weniger kräftig ist. Dann habe ich hier, das ist jetzt zwar mit Mäusen, aber trotzdem, ich will hier nur den Hintergrund. Das heißt, auch das habe ich in meine Kollektion reingenommen. Wenn ich dann auf meinen Kollektionen bin, kann ich da reingehen und ihr seht, ich habe hier 8 Bilder drinnen. Und dann kann ich auf die einzelnen Elemente gehen und die ganz einfach downloaden und dann landen die bei mir im Download-Folder. Und wenn ich mir meinen Download-Folder dann angucke, dann habe ich die Elemente drin, die ich heruntergeladen habe. Wenn ich da eins öffne und wir fürs Arbeiten mit dem Adobe Illustrator brauchen immer hier dieses EPS-File, um damit zu arbeiten. Jetzt kommen wir noch zum Thema Adobe Illustrator. Ich bin hier auf der Adobe-Seite und da seht ihr auch schon Creative Cloud. Es ist so, dass ich glaube, früher hat es mal eine Lizenz gegeben, nur für den Adobe Illustrator, aber die habe ich so nicht mehr gefunden, sondern es gibt einfach nur noch die Cloud, weil viele halt einfach mehrere Angebote oder mehrere Tools anwenden. Hier habt ihr im Moment 20% Rabatt Solution und damit ihr das seht, ne, hier steht nur 46,30 pro Monat anstatt die 58,15 und darin beinhaltet sind Photoshop, Lightroom, Rush, Premiere Pro, Adobe After Effects, eben auch der Illustrator, ID, XD, das PDF und noch viele weitere mehr. Und hier vielleicht auch, um das zu sagen, das macht jetzt keinen Sinn aus meiner Sicht, dass ihr euch die Adobe Cloud besorgt, nur damit ihr Motivpapier machen könnt. Das wäre dann, glaube ich, so ein bisschen over the top. Aber wenn ihr andere Sachen damit machen wollt und gerade so für das Plotten, ne, wenn man sich selber Vektorfiles machen will, das mache ich alles mit Adobe Illustrator.
Und ich wurde auch gefragt, gibt es irgendeine andere Möglichkeit, wie ich die Files von freepik.com bearbeiten kann? Ich kenne keine, ich verwende aber auch den Adobe Illustrator, deshalb bin ich vielleicht die Falsche, diese Frage zu stellen. Da müsst ihr wirklich selber ein bisschen recherchieren. Ich selber kenne effektiv keine andere Möglichkeit, wie ihr die Files sonst bearbeiten könnt. Somit, hier steht nur 4630, selbst die 5815. Wenn man bedenkt, was alles mit drin ist, ist der Preis absolut gerechtfertigt, weil das ist so der Industriestandard. Das heißt, wir als Grafiker arbeiten mit Adobe größtenteils, weil die Tools halt einfach extrem viel können. Das soll aber auch keine Verkaufsveranstaltung hier werden für Adobe Illustrator. Ich wollte halt einfach nur, dass ihr seht, was es bedeutet. Das ist jetzt nicht ein Tool, wo ihr einen kleinen Betrag dafür bezahlt, sondern da bezahlt ihr schon einen anständigen Betrag, aber ihr kriegt dann halt auch eine anständige Lösung. Aber wie gesagt, das macht keinen Sinn, Adobe Illustrator sich ein monatliches Abo für 46,30 zu holen, nur um Designpapier zu machen, was ihr dann auch nicht verkaufen könnt, weil ihr ja die Restriktionen habt von freepik.com, wie ihr die Sachen verwenden könnt. Und ich würde jetzt sagen, wir machen einfach weiter, weil ich habe von einigen von euch gehört, dass ihr den Adobe Illustrator schon habt oder eben vorhabt, euch das Paket zu besorgen. Von dem her machen wir jetzt einfach weiter in der Annahme, dass ihr Adobe Illustrator nutzt. Das heißt, ich gehe auf Adobe Illustrator und sage neu erstellen, und zwar kann ich das auch hier machen, eine A4-Seite. Dann öffnet es mir diese A4-Seite und Organisation ist in diesen Tools eigentlich das Wichtigste, deshalb gehe ich auch gleich hin und speichere das bei mir auf dem Arbeitsplatz. Ich mache jeweils eine Datei mit den Patterns, das heißt mit den Hintergrundpapieren, und dann auch gleich noch eine A4-Seite für die Sticker. Starten wir mal mit den Stickern. Ich habe gesagt, ich habe 6 Motive heruntergeladen. Und dann brauche ich eine Seite, um die Sticker zu machen und eine Seite zum Arbeiten. Das heißt, ich gehe hier auf die Zeichenfläche und hier mit dem Plus kann ich weitere Zeichenflächen hinzufügen. Ich brauche insgesamt 8 Stück. Und wenn ihr euch das anguckt, hier kann man die Größe einstellen, dann sind die im Moment nacheinander aufgereiht. Das ist für die Vorschau jeweils nicht so angenehm. Ich mache hier mit alle neu anordnen, sage ich will 4 nebeneinander. Dann sehe ich das auch ein bisschen besser. Das sind die Zeichenflächen. Bei den Ebenen, das kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen von Procreate, auch hier sind Ebenen wichtig und da eben für die 8 Seiten mache ich auch gleich 8 Ebenen, auf denen ich arbeiten werde. Und da gehe ich jetzt auf diese erste Ebene und hole mir die erste Datei. Das heißt, ich kann hier drauf doppelklicken auf meinen Download-Ordner, kann hier sagen ja. Und dann seht ihr, hier hat es eine neue Datei geöffnet. Ich mache das kurz auf ganzes Bild, damit ich alles sehe. Und das, was ich haben will, ist dieses Motiv hier. Das heißt, ich markiere das und dann Tastenkombination Ctrl+C, gehe rüber auf die Sticker, auf meine erste Seite und hier unten ist auch seht ihr die Seite, auf der ihr euch befindet, und ich gucke auch, dass ich auf der ersten Ebene bin und mache Ctrl+V. Jetzt ist es natürlich massiv zu groß und das mache ich jetzt einfach kleiner, und hier aufpassen, ihr müsst, wenn ihr das jetzt in der Größe verändern würdet, dann würde es die Proportion nicht beibehalten. Ihr müsst gleichzeitig die Shift-Taste drücken und erst das so verändern, weil dann wird es proportional kleiner. So, dann haben wir schon unser erstes
Element auf der ersten Ebene. Was ich dann auch immer mache, ist das Ganze richtig zu beschreiben. Das heißt, ich markiere mir hier das Element, da sehe ich durch diesen Knopf auch, welche Ebene das ist. Das ist die. Und der sage ich Dog1. So, jetzt haben wir schon mal die ganzen Elemente im Illustrator drin. Jetzt, wie mache ich aus denen Stickers? Ich habe hier 2 Seiten und da gebe ich jeweils ein Quadrat drauf in der Größe der Seite und sage hier von der Farbe her, hätte ich gerne ein bisschen was Dunkleres. Nehme ich einfach ein Blau. Es geht einfach darum, dass ich dann besser sehe, was ich mache. Das nehme ich jetzt mit Ctrl C, gehe auf die nächste Seite, auf die nächste Ebene und mache Ctrl V und platziere das hier schön auf der Seite. Jetzt seht ihr, beide Seiten haben dieses Rechteck und das kann ich hier auch sperren. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, dann irgendwas zu markieren auf der Seite, habe ich nicht das Problem, dass ich fälschlicherweise immer wieder die Seite erwische. Deshalb sperre ich die. Dann nehme ich mein erstes Element, mache Ctrl C, gehe auf die Ebene 8, die verwende ich zum Arbeiten und hier die 7 oder die Seite 7 verwende ich, um dann die Sticker zu speichern. Von dem her gehe ich auf die 8. Seite, auf die 8. Ebene und mache Ctrl V. Und jetzt gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Bei dem, das ganze Element hat schon einen Hintergrund. Ich möchte aber, dass alle meine Sticker denselben Hintergrund haben und deshalb öffne ich hier die Ebene und gucke einfach, was ist dieser Hintergrund. Das ist das hier, den lösche ich und auch den weißen Rahmen lösche ich, so dass ich wirklich nur noch dieses Element habe. Jetzt gehe ich hin, markiere das alles, mache Ctrl C, dann aber nicht Ctrl V, sondern Ctrl Shift V, weil dann fügt es mir das an der genau derselben Stelle ein, wo das andere Element liegt. Jetzt gehe ich kurz hin, sperre die obere der beiden Elemente oder das obere Element, so dass ich jetzt nur noch das sehe, was drunter liegt. Und jetzt bilde ich diesen weißen Rahmen, den ich gerne für Stickers habe. Wie mache ich das? Ich gehe einerseits hin und hier über den Pathfinder sage ich hier vereinen. Und so habe ich quasi nur noch eine Fläche und die kann ich auch weiß machen. Es sind jetzt immer noch ein paar unterschiedliche Elemente, aber das wird gleich besser. Was ich dann sage, im Moment hat es keine Linien, sondern nur die Fläche und da gehe ich auf weiß. Das heißt, ich habe jetzt hier bei den Linien eine weiße Linie und dann kann ich hier über Kontur sagen, wie groß diese oder wie dick diese Linien sein müssen. Ich blende hierzu jeweils das drüber liegende Element wieder ein, damit ich sehe, wie breit ich diese Linien machen muss, damit ich ein schönes Outline bekomme. Und wenn ihr jetzt hier überall diese Spitzen seht, das liegt ganz einfach an der Kontur. Bei der Kontur könnt ihr sagen, der Abschluss soll rund sein und die Ecken sollen rund sein. Dann sieht es auch wieder besser aus. Und ich gehe hier jeweils schon, ich mache da einen kräftigen Rahmen ringsherum, ich gehe da jeweils so auf 20. Und so seht ihr, dass ihr quasi einen Rahmen um das Element herum habt. Jetzt blenden wir das drüberliegende wieder aus und dann seht ihr, dass ihr Stellen habt, die noch nicht miteinander verbunden sind. Und im Moment, wenn ich da drüber fahre, sehe ich keine Linie hier draußen, sondern ich sehe nur den Innenteil der Linie.
Was ich jetzt mit dem machen muss, ist ganz einfach über Objekt und dann umwandeln. Anklicken und gucken, dass Fläche und Kontur angeklickt sind und sagen okay. Und dann sind es alles Einzelelemente und dann gehe ich wieder auf den Pathfinder und sage wieder vereinen. Jetzt ist es ein Element. Wenn wir jetzt da reinzoomen, sehen wir aber, dass es immer noch einzelne Elemente hat, die freistehen. Und das will ich für die Sticker-Hintergründe nicht haben. Wenn ich jetzt das Element markiere, kann ich, das ist das ganze Element, das sind die einzelnen Ankerpunkte. Und dann brauche ich hier dieses Formerstellungswerkzeug. Weil was jetzt passiert ist, ich kann, wenn ich hier drüber fahre, das alles miteinander verbinden. Und so werden diese quasi Zwischenräume aufgehoben und ich habe nur noch ein Element. Und das ist genau das, was ich brauche. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Sticker. Und dann habe ich den Hintergrund. Jetzt gehen wir wieder auf die ganze Seite. Scrollen da ein bisschen rüber. Und so markiere ich jetzt das Ganze. Sage Ctrl X, um das auszuschneiden. Gehe auf meine untere Ebene hier und hier rüber auf die Seite und sage Ctrl V. Weil hier drüben will ich all die Sticker haben und dann mache ich das logischerweise kleiner, weil ich will die Sticker ja nicht riesig haben. Und ich habe mir angewöhnt, was ich auch noch machen will, ist das Ganze hier rechte Maustaste, das heißt, ich markiere alles, rechte Maustaste und gruppiere das. Das heißt, ich habe immer noch beide Ebenen, aber die sind als Gruppe zusammengefügt. Und das sperre ich jeweils auch, damit ich da nicht fälschlicherweise was damit mache. Und genau dieses Prinzip mache ich jetzt mit jedem dieser Elemente. So, jetzt habe ich hier alle meine Hunde und somit eigentlich auch schon mein Stickerpapier, je nachdem, wie viel oder wie groß ihr die Elemente haben wollt auf einer A4-Seite. Könnt ihr die dann verändern. Ich behalte die mal in der Größe und so drucke ich das auch aus. Zum Drucken zeige ich euch nächstes Mal ein bisschen mehr, weil bis jetzt mit dem Cricut Design Space sind ja quasi nicht ganzseitig A4 Print and Cut möglich. Von dem her werde ich euch dann zeigen, wie ihr das eben machen könnt. Aber ihr seht, so habe ich Sticker erstellt, die einen Hintergrund haben. Ihr könnt es auch als einzelnes Element exportieren. Ihr müsst es nicht als ganzes Blatt, sondern ihr könnt da zum Beispiel, das nehmen wir den da mit dem Krönchen. Das ist der hier. Da kann ich einfach sagen, Datei, Auswahl exportieren und dann das in einen Ordner auswählen und dem auch einen Namen geben. Das war glaube ich, der Doc 5. Und sagen Element exportieren, respektive hier entweder als PNG oder als SVG. Das exportiere ich als PNG. Und dann habe ich das hier als Bild, wenn ich das Ctrl-C mache und das hier zum Beispiel auf dem PowerPoint Ctrl-V mache, dann sieht das im Moment aus, als ob ich nur das Motiv hätte, aber wenn ich jetzt da ein farbiges Element dahinter lege, dann seht ihr, dass mein Sticker schön die Outlines hat und eben ein einzelnes Element ist. Das heißt, ihr könnt komplette Sticker-Sheets exportieren oder eben auch einzelne Elemente. Das war das zu den Stickern. Jetzt mache ich das noch nicht zu, weil genau diese Elemente ohne die Schattierung werde ich dann für das Pattern-Papier noch verwenden. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Pattern-Datei, was ich auch als A4-Seite gemacht hatte.
Das wären in meinem Fall 18 Seiten und die ordne ich so an, dass ich sage, ich will 6 Seiten nebeneinander. Dann weiß ich immer, okay, das ist 1, das ist 1, das ist 1 und so weiter und so fort. Ebenen brauche ich dementsprechend auch 18. Et voilà. Jetzt gehe ich auf die Datei, wo ich das Pattern-Papier hatte. Ich ändere hier kurz die Reihenfolge, damit die beiden nebeneinander liegen. Und jetzt haben wir hier verschiedene Farben. Ich mache mir das einfach, ich nehme hier einfach kurz mit dem Snap-it Tool oder Snagit, glaube ich heißt das, mache ich einfach kurz ein Bild davon, kopiere mir das, gehe kurz ins PowerPoint rüber, mache Ctrl-V, nehme auch nochmal Ctrl-C und gehe wieder in den Illustrator hier auf die Pattern-Seite und mache Ctrl-V. So, weil jetzt habe ich hier ein Beispiel von allen Farben. Und da mache ich es jetzt so, dass ich bin jetzt auf der ersten Ebene und mache hier ganz einfach in der Größe der Seite ein Rechteck. Und um das jetzt mit der entsprechenden Farbe zu füllen, kann ich ganz einfach hier die Pimpette nehmen und hier in den blauen Bereich draufklicken. Das geht eigentlich fast am einfachsten. Das heißt, ich nehme jetzt diese Seite, Ctrl-C, gehe auf die nächste Ebene und auf die nächste Seite, mache Ctrl-V. Und da kann ich jetzt eben überall diese Farben auswählen. Und dann brauche ich dieses Element auch schon wieder nicht mehr. So, jetzt haben wir schon mal die richtigen Farben. Und was ich jetzt mache, ist, ich kopiere die auch gleich in die entsprechenden weiteren Seiten, weil das werden wir jetzt quasi 6 Mal brauchen. Ihr könnt zum einfachsten, markiert ihr einfach alle, macht Ctrl-C und geht mal auf eine neue Ebene, macht Ctrl-V. Und jetzt ist das alles auf dieser Ebene und die könnt ihr jetzt einfach hochschieben in die nächste Ebene, sodass die wieder schön verteilt sind. Weiter unten mache ich das noch nicht, weil beim nächsten wären ja dann das Pattern und die Farbe. Das kann ich dann auch alles gleich zusammen machen. Von dem hier gehe ich jetzt hin und gucke mir die einzelnen Patterns an. Hier haben wir ganz einfach Punkte. Jetzt müsst ihr da jeweils so das Ganze so ein bisschen aufscrollen, bis ihr das Richtige findet. Und ich habe jetzt die Punkte gefunden und wenn ihr euch das anguckt, sind das ganz viele Punkte aneinandergereiht. Ihr könnt das kurz Ctrl-C und rübernehmen hier in diese Ebene, Ctrl-V, damit ihr so eine Ahnung habt, wie groß ihr das haben wollt. Das ist natürlich viel größer. Ich mache das jetzt einfach proportional auf die Größe der Seite. Dann gehe ich da auf ganzes Bild, damit ich ein bisschen besser was sehe. Ich mag das nicht gerne, das so als Pattern zu haben oder als Muster zu haben, sondern ich mache wirklich eine Musterfüllung. Wie mache ich das? Ich bin hier immer noch auf dieser Ebene. Wenn ihr hier drauf geht, dann wäre es jetzt ein Rechteck, rechte Maustaste, könnt ihr Ellipse auswählen. Dann macht ihr einfach einen Kreis, der genauso groß ist wie die Kreise, die ihr hier seht.
Und von der Farbe her will ich den nicht hellblau, sondern ich mache den im Moment schwarz, einfach damit ich sehe, was ich mache. Jetzt habe ich diesen Punkt hier und jetzt sage ich Objekt. Und hier unten haben wir Muster und dann könnt ihr Muster erstellen. Okay. Jetzt wären die Punkte ganz nah aneinander. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen sie versetzt haben und wir wollen da mehr Platz zwischen den Punkten. Ich gehe jetzt mal auf 40, um zu gucken, wie das aussieht. Ich würde sagen, das passt eigentlich. Dieses mittlere Element, das sind ringsherum, das sind alles nur Kopien. Jetzt könnt ihr auf diesem mittleren Element, wenn ihr das markiert, könnt ihr die Farben ändern. Was ich mit Patterns jeweils mache, ist, dass ich die weiß mache und in der Transparenz reduziere. Und zwar könnt ihr hier eben weiß auswählen und dann sagen Transparenz. Und da gehe ich auf 50%, weil was dann passiert, das seht ihr jetzt dann gleich. Ich kann das eigentlich quasi über alle Farben drüber legen, die ich will, aber die Farbe, die drunter liegt, scheint hervor. Und somit ist es ganz einfach eine hellere Variante von dem, was drunter liegt. Macht jetzt vielleicht keinen Sinn, ich zeige es euch. Hier auf Fertig klicken und dann können wir den Punkt löschen und wir können das Raster löschen, weil was es jetzt gemacht hat, es hat mir hier ein neues Muster angelegt. Und wenn ich jetzt ein Rechteck hier drüber zeichne, ihr habt gesehen, das war dieses Muster hier, da habe ich einfach das drauf geklickt, wenn das wäre eine Füllfarbe so und wenn ich aber eine Musterfüllung haben will, ist es so. Wenn ihr jetzt es anguckt, jetzt sieht es so aus, als ob die Punkte hellblau wären. Wenn ich jetzt Ctrl+C mache, auf die nächste Ebene gehe, Ctrl+V, die darüber schiebe, dann sieht es so aus, als ob die Punkte hellrosa wären. Und das mag ich halt einfach, wenn das nicht zu einen starken Kontrast hat. Und das Schöne ist eben, ihr habt jetzt vorhin gesehen, wenn ich hier einfach ein Viereck oder ein Rechteck zeichne und das mit dem Pattern fülle, dann füllt es das einfach. Dasselbe ist aber auch, und das ist das Schöne am Pattern, wenn ich jetzt einen Kreis zeichne und wenn ich die Shift-Taste halte, wenn ich zeichne, wird es proportional gemacht, kann ich hier einfach einen Kreis zeichnen und dann wird dieser Kreis mit dem Pattern gefüllt. Und das finde ich halt das Coole und deshalb erstelle ich hier immer wirklich ein Pattern und kopiere hier nicht irgendwie massenhaft Kreise. So, und so haben wir schon das erste Muster. Jetzt können wir gucken, was es da noch gab. Violett ist auch mit diesen Punkten, dann können wir das schon mal machen. Das heißt, ich gehe auf die Seite, wo Violett ist, das war die hier, und sage hier ganz einfach Ctrl+V, weil ich habe ja immer noch dieses Rechteck mit der Füllung markiert. Dann haben wir das auch schon. Gehen wir wieder zurück. Das nächste, was wir machen wollen, ist dieses Rosa. Klicken wir mal da drauf und gucken, wo sich das versteckt. Der Regel müsste es das nächste in der Linie sein. Das wird das hier sein. Genau, das ist es. Ctrl+C. Rüber auf meine rosa Seite. Ctrl+V. So, dann sehe ich in etwa, wie die Verteilung ist und wie groß das ist. Und jetzt kann ich auf dieser Ebene hier, wo das drauf ist, kann ich da runter scrollen und einfach einen dieser Sterne markieren. Gehe dann ein bisschen weiter runter, bis ich einen ganzen finde. Das hier ist ein ganzer. Jetzt mache ich einfach Ctrl+C, scrolle hier wieder hoch und packe über diese Gruppe eine neue Ebene und packe da meinen kleinen Stern drauf. So, und da machen wir jetzt auch wieder ein Muster draus.
Et voilà, schon haben wir den zweiten Hintergrund. Gucken wir, ob wir die Sterne sonst noch haben. Nee, haben wir nicht. Dann machen wir mit dem nächsten weiter. Das ist unsere gelbe Seite. Da nehmen wir dieses Papier, was gestreift ist. Of a lullaby. I've been trying to make sense of it all, looking for signs in the stars, but it's been right in front of me this whole time. Can't believe I didn't see the light. So, dann haben wir noch die Herzen. Und dann haben wir noch die Wellen. Send me off with the words of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann haben wir hier jetzt die farbigen oder einfarbigen, dann die mit den Patterns und hier mache ich wieder dasselbe. Ich markiere einfach alle, Ctrl+C, gehe auf die nächste Seite, auf die nächste leere Ebene, das ist die hier, sage Ctrl+V. Und jetzt verschiebe ich die immer. So, jetzt haben wir hier unten, auf die wollen wir ja jetzt die Sticker drauf bringen. Und jetzt hilft uns eben wieder das, was wir mit den Stickern gemacht haben. Und hier nehme ich jetzt einfach eines nach dem anderen. Und zwar jeweils nur die Gruppe ohne den Hintergrund. Ctrl+C. Gehe aufs Pattern, gehe auf das hellblaue und mache Ctrl+V. Und das mache ich jetzt kurz mit allen. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated. Dann könnt ihr euch das immer noch so ein bisschen genauer angucken. Passt für euch das jeweilige Design zum Papier? Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go. Jetzt gehe ich nochmal auf die Originale rüber und gucke mir an, was würde denn Sinn machen als einzelnes Element. Gucke ich mal, ob ich hier einen Knochen irgendwo habe. Ne? Hier haben wir einen Knochen zum Beispiel. Sind jetzt alle gesperrt, muss ich kurz entsperren. Das heißt, diesen Knochen hier nehme ich und gebe den beim Auto. Geben wir den noch ein.
natürlich massiv kleiner. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. It felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh. Und das gleiche, was ich mit dem Designpapier gemacht habe oder mit dem Pattern gemacht habe, mache ich jetzt auch mit diesen Elementen. Das heißt, ich mache die wesentlich kleiner, aber mit der Shift-Taste, ne, die nicht vergessen. Und ich mache jeweils so 4 Elemente. Das heißt, das Ctrl-C, Ctrl-V. Und das Ctrl-C, Ctrl-V, bisschen weiter unten. Und diese beiden spiegle ich jetzt jeweils auch noch. Guck mal, wie nah wir das beisammen haben wollen. So. Dann markiere ich mir die, ohne natürlich die Seite und das Pattern. Das heißt, ich sperre hier den Hintergrund kurz, markiere die nochmal und jetzt gehe ich wieder hin und sage Objekt, Muster, erstellen. Jetzt seht ihr, wie das aussieht. Und eigentlich perfekt für mich. Also ich finde, das passt wunderbar. Dem sage ich Dock-One und speichern. Jetzt kann ich die, ich lösche jetzt nicht, sondern gruppiere die und sperre und disable die oder mache die Sichtbarkeit aus. Und jetzt können wir ein Rechteck machen und zwar mit diesem Pattern. Tada! Und schon haben wir unser erstes Designpapier. Ist es nicht cool? Und genau das gleiche mache ich jetzt mit den anderen noch. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Und somit bin ich auch mit dem letzten Papier fertig geworden. Und jetzt gucken wir uns das Ganze an. Und wir haben hier 6 Seiten, die Unifarben sind. Dann haben wir dieselben 6 Farben, aber diesmal mit einem Muster drauf. Und dann haben wir die mit denselben Farben, mit dem Muster und noch mit den Motiven drauf. Das heißt, die setze ich dann wirklich einfach dezent ein. Und hier genau dasselbe, ne? Ich blende jetzt kurz das hier aus. Wenn ich jetzt einen Kreis machen würde und hier zum Beispiel dieses Element oder dieses Pattern oder Muster auswähle, das ist, ich weiß gerade, das ist das hier, Dock 5. Und jetzt mache ich hier einfach einen Kreis.
dann wird auch bei dem Muster nur so viel gezeichnet, wie im Kreis drinne Platz hat. Und wenn ich es mal gezeichnet habe, kann ich auch immer noch die Größe verändern und jetzt verändert sich auch die Größe von meinem Motiv. So könnt ihr die Muster wunderbar anwenden. Und so relativ einfach. Es ist ein bisschen ein Aufwand, das gebe ich zu, aber ihr habt gesehen beim Scrapbook, was ich gemacht habe. Der Aufwand lohnt sich tatsächlich auch und so könnt ihr eben eure eigenen Motivpapierbogen erstellen, die ihr dann zum Beispiel eben für Scrapbooken oder für Geschenkboxen oder fürs Kartengestalten oder eben die Sticker dann nur als Sticker. So könnt ihr das wunderbar genau so machen, wie es euch gefällt, mit der Prämisse eben, dass es für eure persönliche Verwendung ist und nicht zum Verkaufen. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das Video war spannend für euch und dass ihr da einiges dabei noch lernen konntet. Und die Materialien respektive das Programm oder die Programme, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!